Ida Marchand. Ermordet, befreit, ermordet, deportiert 1942. Heftig. Manche Menschen davon wurden in Gefangenschaft ermordet. Manche mussten wochenlang fliehen, ohne nur ein Bissen zu essen zu haben. Heftig. Und was machen wir aus unserem Leben? Was machen wir, die jetzt diese Freiheit haben, die nicht irgendwohin deportiert werden, die nicht in Gefangenschaft sind? Die meisten Leute können nicht mal 2 Wochen lang kontrollieren, was sie in ihren Mund reinstecken. Viele Leute melden sich beim Gym an, gehen da 2-, 3-mal hin und dann nie wieder. Wo die meisten Leute wissen nicht mal, wie gut sie sich fühlen könnten. Sie leben so ihr Leben, so in ihrem Trott. Wo die meisten Leute, die haben nicht mal Ziele sich gesetzt. Die sehen andere Leute, die Geld haben, denen geht's gut, das sind Stars, die haben es geschafft. Aber selbst mal zu überlegen, wenn man sein will und selbst seinen Weg zu gehen, sich selbst mal Ziele zu formulieren, sich selbst mal zu merken und zu spüren, wow, ich bin doch auch nur ein Mensch, so wie die. Ich kann doch auch dasselbe. Mal aus diesem Konsum rauszukommen, mal ins Erschaffen, in diese eigene Energie reinzugehen. Nicht immer nur schauen, gucken, konsumieren, hirnlos. Und ich sag dir, fang diesen Weg an, geh deinen Weg. Es ist nicht mal unbedingt schwer, weil wie gesagt, viel Konkurrenz gibt es nicht. Es gab auch noch nie so viele Informationen wie heute zu allen möglichen Themen. Du willst deine Gesundheit verbessern? Guck im Internet, mach dich schlau. Glaub nicht jedem, aber vertrau auf deinen Instinkt, auf deine innere Stimme und schau, wie weit du das damit kombinieren kannst. So mache ich es seit einem Jahrzehnt jetzt schon. Und wenn du diesen Weg gehst, fällt dir auf, Bro, die meisten Leute können nicht mal einen Tag ohne Industriezucker. Die werden verrückt, die werden hibbelig. Wir denken uns immer, ach, das ist so viel Konkurrenz. Wie wollen wir bis da oben hin das überhaupt schaffen, wenn wir gerade noch hier unten stehen? Aber ich habe schon mal gesagt, an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, können wir nicht alles überblicken. Wir müssen erstmal unseren Weg gehen. Es ist wie mit einem Fahrrad. Wenn du einmal im Schwung bist, einmal in Fahrt bist, fällst du nicht wieder um. Dann hast du das Gleichgewicht und du hast Fahrt aufgenommen. Du bist im Rollen. Wenn wir aber langsam mit dem Fahrrad versuchen zu fahren, werden wir umkippen. Das ist sehr schwierig, da das Gleichgewicht zu halten. Aber wenn du einmal im Flow bist, nutze diesen Flow, bleib dran und dann ist es dir auch erlaubt, Fehler zu machen. Wenn du dich bewegst, wenn du Sachen machst, von A nach B, Sachen bewegst, Sachen schaffst, auf Ideen kommst, an deren Umsetzung arbeitest, dann wirst du Fehler machen. Sei froh über diese Fehler, sei dankbar. Nimm diese Fehler an, schätze sie, nimm sie wirklich an und überleg, was kann ich darauf resultierend beim nächsten Mal besser machen. Das war ein ganz großer Fehler von mir, dass ich dachte, ich darf keine Fehler machen. Ich möchte mich selbst schützen. Ich darf ja nichts falsch machen. Seitdem ich Fehler mache, komme ich so sehr voran, weil ich ja merke, oh, was falsch gemacht. Demnächst verbessere ich mich und mache das richtig. Ganz einfach. Deswegen, du bist fähiger, als du denkst. Und guck dich um. Wie gesagt, die meisten Leute können nicht mal kontrollieren, wo sie hingucken. Die können nicht mal kontrollieren, was sie konsumieren. Die meisten Leute können nicht mal ein Buch in die Hand nehmen und das in einem Monat durchlesen, weil irgendein Schweinehund irgendwas ist, was wir kontrollieren müssen. Kontrollieren und nicht unbedingt wegschaffen, zerstören, sondern liebevoll annehmen und damit arbeiten. Weißt du, meine Schwächen, die kann ich ja annehmen oder ich kann sie abblocken. Aber ich nehme sie lieber an und erkenne, dass Fehler machen okay ist und dass ich meinen Weg gehe. Und Leute, die sich bewegen, die werden auch irgendwo hinfallen, irgendwo stolpern oder irgendwo gegenlaufen. Danke fürs Zuhören.